krass, wie dunkel das hier ist bei uns im Kleingarten in Berlin-Pankow. Und das, obwohl der Schnee liegt und ja eigentlich für ordentliche Erleuchtung sorgen sollte. Winterlich sieht es aus und das, obwohl wir noch nicht mal Winter haben, wurde in den letzten Videos festgestellt. Vor allem, ich glaube, das vorletzte Video, wo es ja auch schon mal geschneit hat und ich von einem Wintereinbruch geredet habe. Ja, ihr habt natürlich recht, Winteranfang ist erst am 21. Dezember. Macht das Ganze aber nicht besser, es sieht trotzdem ziemlich traurig aus. Heute scheint hier gar nicht die Sonne und dementsprechend finde ich, ist es doch ganz schön winterlich und traurig. Damit das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so traurig aussieht, habe ich jetzt gesagt, dass ich die Physalis zurückschneiden werde. Das mache ich jetzt einfach nur aus einem Grund, weil ja viele von euch auch gesagt haben, dass das Gleiche passieren kann oder wird, wie bei unseren Tomatillos im letzten Jahr. Überall da, wo sie jetzt runterfallen, wachsen sie wieder neu. Ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber das Beet komplett voll mit Physalis wäre vielleicht auch kontraproduktiv. Also schneide ich das runter und gebe das in den Kompost. Vielleicht werden dann ganz viele Physalis-Bäume auf dem Kompost wachsen. Aber das fände ich wiederum recht spannend. Und dann sehen wir mal uns an, wie das hier aussieht. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich nicht eine Pflanze von den Was ist denn los heute? Von den Physalis-Pflanzen rausnehme. Die sind ja sehr, sehr groß und stark gewesen. Und den vielleicht nochmal irgendwo einpotte. Vielleicht auch nochmal in unser kleines Kellerabteil, hätte ich fast gesagt. Also da unten, wo unser Wasseranschluss ist, reinmache, runtermache zum Überwintern. Vielleicht kommt das ja, was in der Erde drin war, im nächsten Jahr, im Frühjahr wieder. Wieder ein Experiment, was uns nichts kostet, denn Pflanzdecke habe ich genug da, Erde habe ich auch genug da. Und da unten habe ich jetzt auch dieses Thermometer, von dem ich gesprochen habe das letzte Mal, runtergebracht. Also dieses Bluetooth-Thermometer, in dem ich halt sehen kann oder auf dem ich dann sehen kann in der App, auf meinem Smartphone, welche Temperaturen auch in der Nacht dann da herrschen, also als Temperaturkurve. Habe ich heute erst reingelegt, aber das wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Und ich war auch gerade nochmal unten. Es ist ziemlich mild da unten. Aber erstmal fange ich jetzt hier an, das Ganze zurückzuschneiden. Und ich hatte das ja schon mehrfach gesagt, jetzt zeige ich es euch nochmal. Ihr seht mal, wie dick hier diese Physalis-Äste sind, kann man schon echt sagen. Ja? Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass diese Pflanze auch so stark ist, dass sie von der Wurzelgeschichte da unten ja einfach auch nochmal austreibt. Ich bin gespannt. So, und während ich das hier gemacht habe, also die ganzen Physalis-Pflanzen da rausgeschnitten habe, hat es sehr gut gerochen. Und zwar nach Zitrone. Und jetzt dürft ihr gerne mal gucken, warum. Hier gibt es nämlich noch eine ganze Menge von dem verwelkten, trockenen Zitronenbasilikum. Und da werde ich auch gleich nochmal ein paar Samen abnehmen. Und dann kommt der natürlich auch raus. Da werden sich auch schon wieder einige Samen hier ins Beet gemacht haben. Das finde ich gar nicht verkehrt, das finde ich schön. Der hat ja gut dazwischen reingepasst, finde ich. Und dann muss ich noch die ganzen Physalis, die hier so abgefallen sind. Und dann muss ich die ganzen Physalis, die hier so abgefallen sind, auch noch einsammeln, weil sonst wird das ganz schön voll werden im nächsten Jahr hier. Und jetzt ist mir natürlich aufgefallen, dass das gar nicht die Samen sind, diese braunen großen Dinger, sondern diese kleinen schwarzen Punkte sind logischerweise die Samen. Entsprechend bin ich gar nicht dabei, dann bin ich gar nicht in der Lage, das hier alles rauszunehmen. Naja gut, dann werden wohl ein paar mehr Zitronenbasilika in diesem Ding nächstes Jahr stehen. Jetzt geht's mal weiter mit den Physalis, die ich hier ausbuddeln wollte, weil ich dachte, es sind so kräftige Pflanzen. Vielleicht kommen die ja im nächsten Frühjahr wieder. Ihr seht halt hier, sind so der Boden ist auch recht locker, muss man sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Pflanze anfängt und wo sie aufhört.
Wahrscheinlich sind die Wurzeln so tief eigentlich, dass das doch nicht so eine gute Idee ist. Naja, mehr als kaputt gehen kann sie nicht. Ja, das nehme ich jetzt und mache es in so einen großen Pflanzsack, den ich habe. Ganz einfach rein. Das mache ich noch mit 2 anderen Pflanzen oder mit einer noch. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwas nächstes Jahr noch passiert. Sieht hier unten recht stabil aus, finde ich ehrlich gesagt. Schauen wir mal. So, und wenn ich jetzt schon dabei bin, diese Überwinterungsgeschichten zu machen, dann, na, wer erkennt's, dann buddel ich auch die Kanner jetzt aus, in der Hoffnung, dass die noch keine großen Schäden davon sich getragen haben. Ist ja krass bewurzelt hier. Ich denke, das kann ich normal abmachen, weil das sind ja Knollen. Sieht ehrlich gesagt ähnlich aus wie Topinambur auch. Also, ich schneide also das Oberirdische ab. Und den Rest brauche ich wahrscheinlich gar nicht hier alles abmachen. Kann ich dann mit nach da unten gehen in unser Überwinterungsversteck. Ich breche die einfach doch auch nochmal weiter auseinander. Dann hat man vielleicht mehr. Dann mache ich sie jetzt kaputt. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube ja, die sind immer robuster, als man denkt, diese ganzen Pflanzen. Wenn die nicht schon erfroren ist, dann wird die wahrscheinlich das auch noch überstehen. Na gut, den Klumpen lasse ich jetzt mal so. Das packe ich jetzt nochmal in Erde. In diesen restlichen Pflanzsack, den ich hier noch habe. Ein bisschen rein. Dann hat das da unten seine Ruhe und wird auch schön frostfrei gelagert. So. Dann kommt auch die Kanne nach hier unten. Und ich sehe gerade schon auf dem Thermometer 6,4 Grad, 99% Luftfeuchtigkeit. Okay. Oder 9,9? Nee, 99. Das ist schon echt heftig. Geht ihr eigentlich gern auf den Weihnachtsmarkt? Ich bin kein großer Fan. Glühwein ist nichts für mich, die ganzen süßen Sachen auch nicht. Aber ich überlege immer wieder, was kann man denn machen, wenn man im Winter nicht mehr in den Kleingarten gehen kann. Wenn ihr Tipps habt für die Winterzeit, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Also die von euch, die mich kennen oder unseren Kanal kennen, die wissen ja auch, dass es für mich eine Sache gibt, die ich im Winter unbedingt tun muss. Und das ist Urlaub in Südostasien. Und da geht es ja Ende Januar auch wieder hin. Und ich habe gedacht, ich habe mir was rausgesucht aus meinem letzten Urlaub. Euch vielleicht auch interessieren könnte, das zeige ich mal kurz in diesem Video. Und wenn ihr mehr Videos darüber sehen wollt, dann abonniert doch auch meinen anderen Kanal. Da wird es also spätestens im Januar wieder losgehen mit neuem Content. Auch einiges Grünes ist dabei. Das ist versprochen. Man findet immer mehr Urban Gardening Projekte, auch in Bangkok. Und eins davon habe ich hier besucht. Heute ist Wochenende und heute findet auch zeitgleich noch ein Organic Weekend Market, also ein Markt statt am Wochenende jetzt und mit so Bioprodukten, alles Bioprodukte. Ich habe mich vorhin schon mit einer Farmerin aus Chiang Mai, aus dem Norden von Thailand unterhalten. Super interessant. Das geht hier aber erst später los. Das heißt, wir sind also, ich sage mal, relativ ungestört.
Hier ist eine Baustelle in der Nähe, hier sind Baustellen in der Nähe, super viel Verkehr. Also es kann auch sein, dass es einfach mal ein bisschen lauter wird. Nicht so wie in euren ruhigen, beschaulichen Kleingartenanlagen in Berlin und dem Rest von Deutschland. Aber ich denke, ja, es wird trotzdem schön sein, hier einmal reinzugucken und zu sehen, was hier so im Bereich Urban Gardening gemacht wird und wie das so aussieht. So, und jetzt sind wir hier bei einem Baum, Busch, wie auch immer man sagt, den es hier ganz oft gibt in diesem Garten. Und zwar, na, habt ihr eine Ahnung? Früchte gibt es hier noch nicht zu sehen, aber die Blätter, das ist Papaya. Super, super wichtige Pflanze hier in Thailand und auch eine der liebsten. Wer eine Papaya schon mal in Thailand gegessen hat, oder einen Papayasalat, der wird Papaya nicht mehr in Deutschland essen, ganz klar. Und dann gibt es noch was bei uns auch ja, mehr zur Zierde angebaut wird, weil ich glaube, die Früchte, die wir bei uns haben, werden nicht so lecker, ist hier diese Pflanze. Kann man jetzt auch nicht wirklich sehen, weil keine Früchte dran zu sehen sind, aber das ist Passionsfrucht, also Passion Fruit, und dementsprechend auch wirklich eine Sache, die hier richtig gut wächst. Ob das in Deutschland so gut funktioniert, ich habe das schon gehört, dass es das gibt, diese Passionsfrucht oder Blumen, aber tatsächlich eher zur Zierde und nicht so für den Geschmack. Wahrscheinlich einfach zu wenig Sonne bei uns in Deutschland. So, dann geht die Klappe mal wieder zu. Chups. Oh. Sehr schön. Und hier in unserem Kleingarten schneit's immer mal wieder. Nicht sehr doll, aber ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es dennoch sehen. Heißt aber was? Unser Garten wird nicht vertrocknen. So, und hier ist übrigens noch unser Pflanzsack, wo der Knoblauch drin ist. Und ich schau mal, ob da unter der Laubmulchschicht schon was kommt. Oh, seht ihr es? Da ist schon ein kleiner Knoblauch. Ich hoffe nicht nur einer, ehrlich gesagt. Oh, da ist noch einer. Kann man sehen. Und da ist auch noch ein kleiner. Naja, ich decke das mal lieber wieder zu. Bin ein bisschen vorsichtig, denn bei den Temperaturen will ich das jetzt auch nicht anfassen, die Pflänzchen. Nicht, dass sie kaputt gehen. Die haben ja so ein natürliches Frostschutzmittel da drin. Allerdings sollte man das auch nicht überstrapazieren, denke ich. Und so ein natürliches Frostschutzmittel haben beispielsweise auch die Rosenkohlpflanzen, die wir hier haben. Ich glaube, da kann heute mal wieder geerntet werden. Da drüben auch, was ich letztens schon meinte, unsere Kohle sind ein bisschen traurig. Aber traue ich mich jetzt auch nicht ran, wo der Schnee drauf liegt. Hatten einige von euch geschrieben, dass man gerade, wenn Schnee drauf liegt, da nicht irgendwie anfassen soll oder wenn es frostig ist, weil das dann kaputt gehen kann. Deshalb unterlasse ich das jetzt auch. Was ich jetzt aber nochmal mache, als Vorbereitung für das Frühjahr, ist Bokashi aufs Beet geben. Ich habe es lange angekündigt und jetzt mache ich es auch. Ich muss mich nur noch entscheiden, für welches Beet. Ja, es wird das schöne Beet mit dem Rankgerüst. Dazu muss ich erstmal das Holzhäcksel-Mulchmaterial beiseite machen und dann kippe ich 3 Eimer Bokashi rauf. Das wird ein Fest, sage ich euch. So, und was ich dazu jetzt mache, ist ganz einfach. Ich ziehe einfach das Mulchmaterial, was wir hier aufgegeben hatten, das ist ja so Holzhäckselmulch. Da ist ehrlich gesagt auch einiges schon verrottet, anderes ist angerottet. Das ziehe ich einfach ein bisschen beiseite, denn natürlich will ich den Bokashi-Dünger direkt auf die Erde geben. Und dann kann man die Holzhäcksel Anfang des Jahres, wenn es soweit ist, auch einfach wieder drauf haken, sage ich jetzt mal. Gerade erst wenn die Jungpflanzen kommen, dann werden die ja ein bisschen größer werden müssen, bevor man da wieder so schweres Mulchmaterial raufgeben kann. So.
Und jetzt gleich wieder was drauf, damit der Boden und auch die Lebewesen darunter vernünftig geschützt sind. Auch hier noch einiges an Flüssigkeit. Man sieht die verschiedenen Schichten auch ganz schön hier. Ich zeige euch das gleich nochmal von Dichten. Ja, und so sieht es von sehr nah aus. Die verschiedenen Schichten. Immer nach einer Schicht habe ich halt Kohle reingemacht, Pflanzenkohle und auch noch, was man jetzt aber nicht sehen kann, Urgesteinsmehl zur Bodenverbesserung. Und das Ganze wird jetzt hier auf dem Kürbisbeet oder Rankeröstbeet verteilt. Und ich gucke mal, was ich noch kurz an Eimern finde, wo auch noch so Gartenbokashi drin ist. Ja, und was auch gut zum Thema Kompost passt, Bokashi ist ja eine Art von Düngemittelherstellung, genauso wie ja der Kompost. Und ich habe euch ja gezeigt, ich habe jetzt hier Teile der Physalis hier reingeschnitten, Großteil aber da gelassen. Und was wir auch noch haben, ist ja unser Jauchefass hier, wo wir vor allem Problemunkräuter verjaucht haben, damit die dann hier im Kompost nicht direkt wieder austreiben oder halt, wenn wir die Erde eingeben. Jetzt ist das ein Teil der Pflanzen fast ein Jahr in diesem Jauchefass drin. Und ich werde jetzt mal dieses richtig gut riechende Zeug, ist übrigens gar nicht mal so schlimm wie im Sommer beispielsweise, jetzt mal noch auf diesen Thermokomposter geben, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt so langsam das auch mal in den Verrottungsprozess eingehen kann und vielleicht die Samen und Wurzeln, die da drin jetzt völlig ertränkt worden sind. Also das hoffe ich jedenfalls mal. Wir sind gespannt und ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Mikroorganismen in dieser Flüssigkeit und in diesem Fass sind, die dem Ganzen hier ja ganz gut tun eigentlich. Und dann schauen wir mal, was im Frühjahr daraus geworden ist. So sieht das jetzt aus der Gülletonne und ich verspreche euch, es riecht auch nicht besser, als es aussieht. Aber das geht schnell vorbei. Vor allem bei diesen Temperaturen ist ja kaum jemand da. Hier in der Gartenanlage. Es ist so dunkel, Leute. Letztes Mal habe ich gesagt, es wird ein kürzeres Video und dann war es eine Minute kürzer, als die anderen es normalerweise sind. Diesmal wird es wirklich kürzer, denn ihr seht, es ist quasi dunkel. Jetzt mittags hier im Kleingarten und das macht mich einfach nur ein bisschen traurig. Ich muss da drin, ich habe zwar ziemlich warme Schuhe an, und eigentlich auch richtig dicke Socken. Aber trotzdem bin ich jetzt total durchgefroren. Ich packe mein Zeug zusammen und dann geht's zurück. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. In der Kälte. Ach nee, was ich noch mache, aber da braucht ihr auch nicht dabei sein. Ich werde noch Rosenkohl ernten. Da ist noch genug da und da habe ich heute Abend richtig Bock drauf. Was gibt's bei euch zu essen? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.